Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Battlefield 2042 Video und ihr seht absolut richtig, ich bin schon wieder mit einem neuen Video für euch am Start und ja, das ist nicht irgendwie eine Träumerei oder ich erzähle euch jetzt was von Comeback und bla bla bla, nein. Wenn ich die Zeit habe oder die Zeit finde, dann baller ich die Videos natürlich für euch raus. Oftmals kickt leider Real Life und so weiter rein, dann komme ich nicht so dazu oder ja, auch mal ein Stück hinten dran. Nichtsdestotrotz, heute sprechen wir mal über Patch 3.1. Der ist nämlich seit 7.12. natürlich bereits im Spiel. Ihr habt ihn alle wahrscheinlich schon angetestet. Und zusätzlich gibt es aber noch eine neuere Information, die auch in diesem Video drin ist, und zwar das Thema Fahrzeug-Updates. Welche Veränderungen gerade hinsichtlich Balancing, Verhalten und so weiter da zum Tragen kommt. Es gibt ganz grundsätzlich natürlich eine überarbeitete Karte, die wir uns reinziehen werden. Es gibt neue Waffen, weitere Verbesserungen für die Season 3. Kleiner Sneak Peek, also klar checken wir die Patch Notes einmal durch, aber ich habe für euch natürlich nur das Allerwichtigste raus extrahiert, dass ihr euch da nicht den mehrseitigen Bums komplett gönnen müsst. Shoutout geht an jeden Fall an alle Abonnenten und die es vielleicht noch werden wollen, also an der Stelle kostenfrei einfach mal auf den Knopf drücken, dann verpasst ihr natürlich nichts mehr in Zukunft und ganz besonderer Dank geht natürlich für den Extra Support an die Kanalmitglieder. Ihr seid die Besten und ich bin immer noch nicht der Fabian. Gut, Leute, rein ins Video. DICE hat mittlerweile, wie gesagt, den Patch 3.1 veröffentlicht und aller Wahrscheinlichkeit nach wird dies auch der letzte vor Weihnachten sein. Bekommen haben wir die überarbeitete Map Manifest, 3 neue oder sagen wir mal eher alte Recycling-Waffen aus dem Portal-Modus. Soweit natürlich auch noch weitere Gameplay-Verbesserungen in ewig langen Patch-Notes, aber das sollen wie gesagt nicht euer Thema sein. Ich habe das Ganze für euch extrahiert und auch soll die Performance für die PC-Spieler verbessert werden. Seid ihr PC-Spieler und habt da schon positive Erfahrungen gemacht, dann packt es mir an der Stelle sehr, sehr gerne in die Kommentare. Zusätzlich hat DICE natürlich auch noch ein Mid-Season-Event reingeschallert und naja, wir können uns schon wieder darauf freuen, dass das auf jeden Fall ins Eingemachte gehen wird, was den Geldbeutel anbelangt. Ich hoffe, dass dann durchaus die Cosmetics und Skins zumindest auch mal ein paar coole kostenfrei verfügbar sind und auch das lang erwartete Update zum Klassensystem und ja, das ist auch so. Das wird ebenfalls Ende Januar kommen und ich denke, darauf freuen sich schon die meisten Battlefield-Veteranen, auch wenn wir ja schon festgestellt haben, dass es eher, naja, ein Update oder ein Klassensystem light ist. Nichtsdestotrotz, ich würde sagen, in jedem Fall besser als nichts. Jetzt gehen wir aber in die Details zu den Änderungen. Los geht's auf jeden Fall erstmal mit der Map Manifest. Also wie gesagt, hierzu hatten wir ja schon in vergangenen Videos schon die ersten Screenshots und so weiter. In jedem Fall einfach gesichtet oder beziehungsweise auch zusammen bewertet. Auch hier nochmal der Hinweis, falls ihr das letzte Video verpasst habt, gerne im Anschluss nochmal reinschauen oder bei der Stelle einfach ein Abo dalassen und auch die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr auf jeden Fall keins der nächsten Videos und seid da immer up to date. Manifest soll sich jetzt flüssiger spielen und es ist auch ein bisschen eingekürzt worden, dass man ja diese extrem weiten Wege nicht mehr hat. Flaggenpunkte wurden natürlich verschoben. Besondere Änderungen gab es im Containerlager Nord und Süd, müsst ihr wissen. Guess what? Es wird wahrscheinlich mehr Container geben. Nein, Spaß beiseite. Also es ist einfach ein bisschen variantenreicher mit der Deckung gespielt worden. Ich finde, es sieht auch in Summe einfach nicer aus, ein bisschen mehr, naja, dieses zerstörte, brennende Dinge, brennende Wracks, brennende, gerade auch am Kai und an der Wetterstation. Die Wetterstation, die ist jetzt so zerburstet und kommen Flammen raus und so. Ist auf jeden Fall ganz nice, optisch und ja, von der Atmosphäre, auch wenn im Gegensatz zu Kai und Wetterstation da keine besonderen Veränderungen zu sehen waren. Weiter geht's mit den Vault-Waffen und neu ins Spiel oder ich sage jetzt immer neu, aber ihr wisst, eigentlich sind es ja recycelte Portal-Waffen bzw. recycelte Battlefield 3 Waffen. Die kommen auf jeden Fall ins Spiel. Einmal die M416, alles aus Battlefield 3 an der Stelle. Wie schaltet ihr das Ding frei? Ihr müsst 100 Kills und Assists mit der M416 machen oder mit der PBX 45. Sollte jetzt kein Ding sein. 60 Kills mit Sturmgewehren oder wiederbelebte Teammitglieder reicht an der Stelle auch schon, um euch das Teil freischalten zu können. Ich hoffe in Summe natürlich, dass die Waffen, naja, nicht ganz so abfallen, wie es die bisherigen Portal-Waffen eben getan haben, im Gegensatz zu den regulären, ich möchte jetzt nicht sagen Meta in Battlefield, aber ihr wisst schon, den starken All-Out-Warfare
Waffen. Gleiches gilt für die M240B, ebenfalls Battlefield 300 Kills und Assists mit selbiger Waffe oder der Avances, 20 Kills in einer Runde mit LMG, auch das easy machbar. Und dann kommt eine besondere Handfeuerwaffe ins Game, auf die ich mich ja sehr besonders freue. Ich konnte sie mir bis dato leider noch nicht freispielen, weil ich selber noch nicht so viel zocken konnte, aber da habe ich in jedem Fall richtig Bock drauf. Und zwar die M93R, 100 Kills und Assists mit selbiger Waffe oder der G57, 8 Kills mit 2 Waffen in einer Runde. Also das sollte doch für alle von uns relativ easy und wahrscheinlich auch in einer Runde abzuschließen sein. Kommen wir nun zu den Gameplay-Verbesserungen und da geht es natürlich insbesondere um die Patch Notes. Jetzt habe ich euch versprochen, ich habe das Ganze, ein bisschen für euch eingeschortet, einfach das Wesentliche raus extrahiert, weil es sind natürlich x-tausend Verbesserungen und Optimierungen in diesen Patch Notes drin, dass irgendeine Ladeanimation jetzt besser ist, dass irgendwas nicht hängen bleibt, dass ein Busch von links auf rechts 5 cm verschoben wurde. Also das interessiert euch nicht, deswegen nur die wesentlichen Dinge jetzt für euch zusammengefasst. Ihr könnt einmal den Zoom-Radius in der Minikarte jetzt dynamisch ändern. Dafür müsst ihr einen Hotkey auf eure Tastatur legen oder eben in die Tastenbelegung vom Controller reingehen. Die Hitrate bei Soldaten auf beweglichen Plattformen oder in Fahrzeugen soll verbessert worden sein. Generell ist die Trefferreaktion jetzt klarer spürbar, also ihr bekommt mehr Feedback, auch im Sinne von Blutelementen, die ihr bei normalen Körper- oder Kopftreffern hinzugefügt bekommt. Also da ist in jedem Fall was passiert. Zudem wurde noch ein Fehler von Sundance behoben. Ja, wenn sie mit dem Wingsuit nicht richtig die Ebene am Boden trifft, dann bekommt sie tödlichen Sturzschaden. Mir ist das Ganze auch schon selber passiert. Nächster Punkt, gehen wir in die Karten rein. Also einmal Neuanfang, da sind die Eroberungszonen für Sektor A und B angepasst worden, um einfach ein flüssigeres Gameplay zu gewährleisten. Kaleidoskop, ähnliches Ding, Eroberungspunkte C1 und G1 wurden komplett entfernt, also ganz einfach, um hier mehr Action in der Map zu halten. Auch wurden die Tickets nochmal angepasst, da die Siegquote, so nennt es da jetzt zumindest, unfair verteilt war. Also da geht es einfach um die Tickets, wie viel bekommt das angreifende Team, beziehungsweise auch das Dev-Team, zumindest in Durchbruch und bei Eroberung. Scheinbar war da auch ein Fehler gewesen. Anyway, wenn ihr es wisst, dann jetzt das Klugscheißerwissen auch an dieser Stelle wieder ab in die Kommentare. Weiter geht's zur Map Gestrandet. Auch hier wurde die Ticketzahl in Eroberung angepasst, um einfach die Spieldauer ein bisschen positiv zu beeinflussen. Funkstationen im ersten Sektor bei Rush wurden aus dem Hangar rausverlegt und ansonsten gibt es außer ein paar Bugfixes und so weiter nichts Nennenswertes. Ebenso gilt das Ganze für Frachtliste Speerspitze, ebenfalls die Map. Also klar, diverse Bugfixes, aber nichts, was jetzt so abnormal krank wäre, dass es jetzt an dieser Stelle zu erwähnen würde. Auch bei den Waffen wurde einiges wieder korrigiert bzw. richtig gepatcht. Einzig interessant aus meiner Sicht sind die MP412 Rex. Die hat jetzt eine angepasste Feuerrate bekommen und die AKS 74U ebenfalls. Und gerade die AKS, das ist ja eigentlich so eine Waffe, die ich schon ganz gerne mal spiele, aber die ist leider ultra schwach, also da erhoffen wir uns doch einfach, dass da ein bisschen was passiert ist. Hinsichtlich der Fahrzeuge, also hier haben wir Überhitzungs- und Abklingenstände werden jetzt im Fadenkreuz, das hat in Rot angezeigt, das finde ich eine sehr, sehr gute Änderung. Das Latte 4 ist jetzt weniger robust und kann keine Panzer mehr rammen. Das war der gute Jeep. Also das ist jetzt auch vorbei und das Flugverhalten vom Nightbird wurde bei deaktivierter Helikoptersteuerungshilfe, was ich euch im Übrigen immer empfehlen würde auszuschalten, wenn ihr Heli fliegen wollt. Nochmal angepasst und verbessert, soll jetzt nicht mehr so schwerfällig sein. Konnte ich an der Stelle noch nicht testen, werde ich aber auf jeden Fall machen, weil eigentlich war der Nightbird immer mein Lieblingsheli, aber durch die eine oder andere Änderung im Game auch gar nicht mehr so gut spielbar. Weitere Änderungen bei den Spezialisten und Audioeinstellungen, also hauptsächlich Bugfixes an erster Stelle, Animationsthemen bei den Spezialisten und eben auch deren Sprachausgabe. Ja, jetzt schreien sie ein bisschen mehr rum, wenn irgendwas neben ihnen explodiert, ansonsten nicht wirklich etwas Neues. Portal gibt es auch diverse Bugfixes und hauptsächlich wurde da eben der Content für Season 3 mit implementiert. Was vielleicht noch ganz interessant für euch sein könnte, ist der Fortschritt ganz im Allgemeinen der XP. Also ihr bekommt jetzt bei Wiederbelebungen auf
jeden Fall auch Anforderungspunkte erfüllt, also zusätzliche XP in Hazard Zone, wer auch immer den Modus noch spielt. Ich denke, es gibt noch so eine ganz, ganz kleine Fanbase, die das tut. Die haben generell die XP um 50% erhöht und im Modus Rush, wenn ihr ein Ziel zerstört, gibt es statt 150 satte 300 XP. Auch wenn ihr Solo oder Koop unterwegs seid, also irgendwie am Waffenleveln seid oder sonst was macht, dann sind alle Ordensbänder aktiviert, aber dafür bekommt ihr nur 40% XP. Also da kann man sich jetzt dann doch nochmal easy auf entspannt das eine oder andere freispielen und die Obergrenze in der Rundenaktion wurde auch verdoppelt. Also zwar verdoppelt, aber das, was dann drüber ist, um 50% reduziert. Also in Summe dann auch nicht mehr so viel. Jetzt abschließend für heute und für das heutige Video möchte ich noch auf einen, finde ich, sehr, sehr interessanten und auch, wie ich finde, guten Punkt eingehen. Und zwar gab es nochmal ein Entwicklerfeedback zu den Fahrzeugänderungen. Und da haben die Entwickler nochmal ganz konkret darüber gesprochen, was in nächster Zeit an den Fahrzeugen angepasst werden soll. Also ganz grundsätzlich soll man das Schutzsystem, das wir schon aus dem neuen Tor Panzer oder auch aus dem EBLC Ram kennen, jetzt auch für die Panzer MA1A5 und den T28 ins Spiel kommen. Für weitere Fahrzeuge ist es zunächst mal nicht geplant, aber ganz einfach, dass hier ein Abwehrsystem hat. Und kleiner Hinweis an euch an der Stelle, der neue Torpanzer mit seiner Railgun, der holzt da trotzdem durch. Gut, also genug der minimalistischen Tipps und wir gehen zu den weiteren Anpassungen. Also es ist natürlich nicht nur das Schutzsystem, sondern auch die Geschützgeschwindigkeit, die wird angepasst, die ist relativ langsam und ich finde, das merkt man auch bei den Panzern oder generell bei den Fahrzeugen in Battlefield 2042, weil die einfach ultra schnell down geht, wenn ihr euch mal in so ein Nahkampfgetümmel reinstürzt. Warum ist das so? Relativ einfach, weil jeder kann C5 mitnehmen, Rocket Launcher, keine Ahnung was alles und geht da voll auf euch drauf und ihr habt einen ultra langsamen Turm und könnt nicht wirklich was bewegen, habt keine Anti-Fahrzeugminen, sondern Anti-Personenminen am Tank, dass ihr da mal so fett reinrushen könnt, wie man es vielleicht noch aus Battlefield 5 kannte. Also das mal relativ ausgeschmissen oder aufgeschmissen. Deswegen haben sie auch das Ganze jetzt angepasst und erhöht. Das bedeutet jetzt gehen sie hier nach den jeweiligen Aufsätzen. Also egal, ob ihr jetzt einen schweren oder mittleren Aufsatz habt, erhöht sich das Ganze in einem Maximum von 100%, ab und zu auch drunter. Also bei der HE-Muni habt ihr zum Beispiel nur 65 Geschwindigkeitserhöhung, beim Panzer, bei allen anderen habt ihr 100%. Dasselbe gilt für den Tor-Panzer und für den EBLC Ram natürlich und auch für den Wildcat. Da freuen sich dann die Piloten unter euch wieder ganz speziell. Apropos Piloten, hier hätten wir doch nochmal was. Und zwar wird es für die Flugzeuge unterm Radar geben. Das heißt, wenn ihr eine Flughöhe unter 30 Meter erreicht, dann bekommen die Fahrzeuge keine Zielerkennung für euch, aber die Infanteristen schon. Das heißt, Fahrzeuge rausgenommen, aber ihr könnt trotzdem noch von den Geiern im Kleide der Infanterie natürlich runtergesnackt werden. Trotzdem eine ganz interessante Änderung, auch die nächste, die da kommt, das ist die maximale Flughöhe. Die wird für alle Helis gedeckelt werden, damit die Jets auch mal irgendeine Berechtigung in diesem Spiel bekommen und nicht auf nahezu selber Höhe dann schon von den Helis down geschossen werden. Also auch das würde ich sagen, ein relativ guter Hinweis bzw. eine gute Änderung, auf die wir uns freuen, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber der wir auf jeden Fall positiv entgegenschauen können. Jetzt schaue ich auf die Uhr, Leute, und es ist ein viel umfangreicheres Video geworden, als ich gedacht habe. Ich hoffe, es war in jedem Fall sehr informativ für euch und helft mir doch an der Stelle sehr gerne, den Algorithmus mal wieder zu aktivieren, dass mit dem Channel auch mal wieder ein bisschen was nach vorne geht. Und in dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank für euer Feedback in den Kommentaren. Wir sehen uns in jedem Fall im nächsten Video. Haut rein und as always, haltet die Ohren steif. Euer A-Team.